So, hallo und herzlich willkommen. Es gibt jetzt endlich das dritte Video, das Tutorial zu New Horizons. Das hatte ich ja eigentlich schon länger vorgehabt, das auch noch zu machen. Nur bin ich jetzt letztes Jahr leider nicht mehr dazugekommen und war jetzt auch Anfang vom Jahr, bin ich direkt mit der Krankheit gestartet. Also war direkt eine Woche krank. Aber jetzt habe ich gedacht, genau, das ist eine gute Zeit, um uns den letzten Teil hier noch anzugucken. Falls ihr den letzten Teil, die vorangehenden Teile noch nicht gesehen habt, dann kann ich die auch gerne noch mal verlinken. Und heute geht es, wie gesagt, um den dritten Teil, also die Bridge im Prinzip vor dem Finale und dann eben den Abspann. Ich würde es einfach wieder wie gehabt durchspielen und dann können wir uns die einzelnen Teile dann im Anschluss, genau, einfach können wir dann drüber gehen und uns die einzeln anschauen. Also starten wir direkt rein. So, genau. Und das war's auch schon. Das war dann der Schluss. Und jetzt wird man einfach mal drüber gehen. Sorry, da waren jetzt einige Audio-Aussetzer auch dabei. Das ist immer ein bisschen hart für den Computer hier, die fehlenden Instrumente zu verarbeiten, weil es läuft ja im Prinzip alles über die CPU und dann eben auch noch die Aufnahme nebenher zu machen. Ja, deshalb sorry dafür. Also wir haben hier natürlich erstmal das Solo-Horn, mit dem wir hier starten. Das hat einfach nur diese relativ simple Melodie. Nicht hier, da, genau. Ich muss sagen, im Nachhinein erinnert mich diese kleine Melodie immer an Herr der Ringe, an diese Szene, wo im Prinzip die Gemeinschaft gerade loszieht und ja, man diese Berge sieht und sie dann über diesen Bergkamm wandern. Ähm, genau, habe ich dann im Nachhinein immer gedacht, ja, das hört sich tatsächlich sehr, sehr ähnlich an. Genau. Und hier oben haben wir dann die Strings, die im Prinzip so ein bisschen eine Hintergrund-Texture dann eben auch zur Verfügung stellen.
Genau, also wir haben hier im Prinzip die hohen Strings, also die Violinen und die Violas, die hier eben dieses Ostinato spielen. Und dann habe ich hier noch so eine, von dem Fantasy Orchestra sind es, glaube ich, Lauten, die hier im Prinzip, ja, dieses durchgezogene, ja, weiß gar nicht, wie die Artikulation gerade heißt. Also die spielen im Prinzip eine Seite da sehr, sehr wiederholt, oft wiederholt hintereinander. Ja, ich glaube, Tremolo heißt, glaube ich, auch bei denen. Also, das glaube ich auch, genau. Und ja, das ist nur so leichtes, dass bisschen mehr Luft eben auch dann ins Ganze kommt und den ganzen Sound ein bisschen weiter auföffnet. Und dann haben wir hier unten die Bässe. Ja, die hört man kaum. Also die ist nur ein bisschen, man merkt es ein bisschen im unteren Bassbereich, dass die hier eben dieses durchgezogene Pedal spielen. Und hier hinten, da ändern wir dann im Prinzip unseren Akkord dann erst. Also da gehen sie dann von dem E auf das A nach oben. Und da merkt man das dann auch von der Harmonie im Stück, dass sich eben dann ein bisschen ändert an der Stelle. Ich kann es ja gerade mal spielen. Also davor hört sich so an. Genau, also da kommen dann eben auch die hohen Streiche, hier noch eine durchgezogene Note, kommt dann eben hier auch noch rein. Also man merkt es eben, dass es da dann eben vorangeht. Also hier ist es eher so, da wollte ich das Ganze ein bisschen mehr statisch halten, um eben auch Spannung aufzubauen. Deshalb hier eben auch bleiben wir da relativ lange auf einem Akkord und hier bekommen wir dann eben ein bisschen Bewegung rein und gehen dann eben nach oben hier auf das B dann eben auch. Und da sieht man dann eben auch von der Modulation hier unten, da werden sie eben immer lauter, bis hier eben zu diesem Drop, wo dann eben auch das ganze Orchester dann danach wieder einsteigt. Genau. So viel zu den Strings. Ich glaube, die muss man jetzt nicht nochmal im Einzelnen durchgehen. Dann haben wir die Woodwinds, die eben auch eher was Ähnliches machen wie die Strings. Also, und da eben auch so Staccato dann eben spielen. Genau, das eben. Und dann kommt hier eben auch noch dieser Dudelsack rein, den habe ich aus dem Fantasy Orchestra von East West. Das hatte ich mir zu dem Zeitpunkt gekauft und ich habe dann gedacht, so, oh toll, das kann ich jetzt hier schön einbauen. Und ich finde, das passt eigentlich auch echt gut. Der wechselt hier etwas die Artikulationen eben, wenn wir da nochmal gerade reinhören. Genau, ist im Prinzip, da sieht man hier unten, da sind die Key-Switches, wo ich eben die Artikulation dann angepasst habe. Da hat er eben so einen kleinen Bend eben auch drin, dieses Dree nach oben. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön. Und hier hinten, die Irish Whistle, die ist auch aus dem Fantasy Orchestra. Die spielt hier auch eine kleine Melodie dann noch. Genau, so ein bisschen als Antwort, glaube ich, auf das Horn, glaube ich. Genau, also wir haben dann hier unten, glaube ich, auch noch die Solo-Flöte dabei. Die habe ich jetzt nicht bei den normalen Woodwinds drin. Okay, ja, die Solo-Flöte, die spielt eben auch was, glaube ich, eine Oktave tiefer als die Irish Whistle. Wenn wir uns das hier mal angucken, ist das hier die Solo-Flöte und dann, genau, die Irish Whistle ist im Prinzip eine Oktave höher hier im Gelben. Und genau, zum Schluss spielen sie dann eben nochmal zusammen dann eben. Genau, landen hier im Prinzip beide auf dem Gistern am Ende. Und ja, hier haben wir im Prinzip diese wiederholten Noten. Oben zuerst in der Irish Whistle und dann hier unten dann eben dann wiederholt auch dann vom Dudelsack im Anschluss. Genau, so viel dazu. Und ja, die spielen hier einfach ein bisschen in Harmonie eben auch mit dem Solohorn und
ja, bringen da dann auch nochmal ein bisschen Bewegung rein. Dann haben wir natürlich ja, also das Solohorn, und dann haben wir hier zum Schluss, wo es dann eben in das Crescendo geht, also wo es dann lauter wird, habe ich dann hier noch diese Tenorposaunen nochmal reingebracht, um nochmal ein bisschen mehr Wärme reinzubringen. Genau, da hätte ich auch ein bisschen mehr Abstand lassen können, ist mir jetzt aufgefallen. Aber gut, das hört man nicht großartig. Nur hätte ich da ein bisschen mehr Abstand lassen können, um den Spielern, ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es wirklich gespielt wird, um da auch ein bisschen mehr Platz zum Atmen dann zu lassen. Weiß nicht, ob das könnte ein bisschen hart sein für Posaunenspieler. Genau. So, und dann haben wir hier eben auch noch ein bisschen Percussion mit drinnen. Genau, also die Harfe. Genau, die spielt eben auch ein ähnliches Ostinato wie die Strings und die Woodwinds, die Streicher und die Woodwinds. Dann haben wir hier eben noch so ein paar Hits von der tiefen Percussion eben mit drinnen. Ja, das ist nur sehr leicht, um ein bisschen Akzente zu setzen. Dann hier eben nochmal und hier dann eben noch, kommen noch andere Drums dann eben auch hinzu hier unten. Genau, die machen das und dann haben wir hier noch ein, zwei Rolls eben auch noch mit drinnen. Hier an diesen beiden Stellen. Und dann nochmal hier. Genau, also einmal links und einmal rechts. Die sind ein bisschen versetzt. Und ja, wie gesagt, die Harfe und das Glockenspiel setzt hier auch noch ein bisschen Akzente. Ja, also es sind eben Akzente auf die Noten jetzt auch von die Harfe spielt und die Strings spielen. Und man sieht es auch hier, dass es eben immer wieder zurück auf das E geht, weil eben auch wir gerade zu der Zeit eben das E im Bass haben. Und ja, deshalb hört sich das hier ein bisschen so an, als würde man da halt dann eben auch Spannung aufbauen. Und hier haben wir dann noch die Celeste, die auch noch ein bisschen, genau, im Prinzip das E und dann das B, also dann im Prinzip die, äh, die Quinte von dem E dann eben spielt. Ja, um da einfach nochmal ein bisschen mehr Textur eben auch reinzubekommen. Und hier hinten bringe ich dann eben auch noch das Klavier dann eben noch mit rein. Ups, das ist nicht das hier. Genau, also man hört es dann eben an dieser Stelle. Wechseln wir dann eben auch, also wird dann nochmal der Akkord angepasst und es geht ja einfach mit den Akkorden mit. Also spielt er einfach ein Ostinato mit den Akkordtönen. Und dann habe ich hier noch so ein, ja, so ein bisschen Sounddesign-Element, kann man schon fast sagen. Das ist auch von dem Gravitas Piano, allerdings, ja, ist es so eine spezielle Textur, die man hier eben auch verwenden kann, Crystals. Also das muss man hier am Anfang ein bisschen automatisieren, weil eigentlich um die Crystals, also die im Prinzip drumherum so ein bisschen flickern dann im Anschluss, um die halt so laut zu machen, muss man halt die Taste schon sehr, sehr hart eben auch drücken. Und um diesen Tastendruck am Anfang nicht zu hören, musste ich hier eben die Lautstärke ein bisschen automatisieren. Also ich kann, wenn ich das jetzt mal ganz nach oben mache, dann hört man, dass es eben auch eine Klaviertaste ist, die hier gedrückt wird. Genau, und diesen harten Anschlag, den wollte ich hier eben nicht mit drin haben. Deshalb automatisiere ich das im Prinzip nach oben, um nur diese ja, Crystals, die dann hier im Anschluss dann eben
als Sound kommen, dann eben drin zu haben. Und das hier eben im Prinzip dann hier hinten auch nochmal, also jedes Mal, wenn die Taste gedrückt wird, habe ich dann eben die Lautstärke dann eben angepasst. Ja, und dann haben wir hier eben den Chor, der auch diese Pedalnote singt. Hier, glaube ich, nur in den Männern haben wir den jetzt drinnen. Genau, die singen im Prinzip durchgezogenes E. Da habe ich auch die Atempausen noch mit eingebaut. Okay, da sind auch Frauen dabei tatsächlich. Genau, ist ja ein kompletter Patch, also von Frauen und Männern zusammen. Und genau, also die ja, schaffen eben auch ein bisschen noch ein bisschen mehr Raum, weil die ja doch sehr, sehr, sehr weit hinten hocken eben auch. Und dann haben wir hier noch dieses Galactica-Pad wieder, das eben auch den Pedalton hier eben durchspielt. Genau, das ist das. Und dann eben auch noch die Harmonics von den Strings. Ja, relativ unspektakulär. Das geht dann bis hier hinten eben dann durch. Und genau, da haben wir dann zum Schluss habe ich dann eben auch noch die Drohne hier nochmal eingebaut. Ja, okay, man hört sie kaum, ist wieder nur so ein bisschen, ja, und unter allem drunter. Und schafft so ein bisschen, ja, eine Art Druck auf den Ohren, der halt dann doch ein bisschen, doch relativ angenehm ist dann auch. Und dann haben wir hier eben, wie gesagt, die Solo-Flöte und dann noch Eddie, die ja auch wieder, glaube ich, dieselbe Melodie singt wie die Flöte. Genau, das ist das. Und im Anschluss geht es dann eben hier direkt in den lauten Teil. Also da haben wir dann eben hier, wenn ich einfach mal nur Percussion und Hörner nehme. Genau, also da haben wir dann eben diese Rolls drin hier. Also erstmal genau, die ganz normalen Rolls von den großen Trommeln. Und eben auch diese Spells von den Cymbals. Genau, also im Prinzip erstmal diesen Cymbal Swell und dann hier die Piattis. Ähm, genau, da habe ich im Prinzip 3 gelayert, dass sich das Stereo-Image einfach ein bisschen aufweitet. Genau, also der hier ist im Prinzip in der Mitte, der oberste. Dann der ist eher auf der linken Seite. Und der letzte ist eher auf der rechten Seite. Und dann hat man ein größeres Spektrum. Ja, gut, das ist auch wieder nicht unbedingt realistisch, weil normalerweise hat man nur ja, Einspieler, der dann hier die Piatis dann eben verwendet. Aber ja, ich mache das ganz gerne, um da halt einfach ein bisschen größeres Stereo-Image dann eben auch zu erzeugen. Und genau, da haben wir hier natürlich die Hörner dann im nächsten Teil. Also das ist dann nicht mehr das Solo-Horn, sondern eben der neuner Hörner-Patch wieder von Metropolis Arc One. Und da habe ich dann eben auch noch die Hörner von Nucleus eben auch noch dazu genommen. Genau, um das einfach nochmal ein bisschen größer klingen zu lassen, dann eben auch. Und da haben wir dann eben
die Bassposaunen haben wir dann hier noch drin von Metropolis Arc One, die einfach die Akkorde spielen. Genau, und hier haben wir dann noch ein bisschen Rhythmus eben noch mit drinnen. So, und dann haben wir hier bei der Percussion haben wir dann natürlich die Drums, die dann hier doch gut abgehen. Genau, und dann bringe ich eben hier später bringe ich dann eben auch noch die tiefen Drums dann wieder rein. Also, am Anfang sind die noch nicht dabei. Und genau, die kommen dann hier eben auch dazu, um dann noch ein bisschen Akzente zu setzen. Und dann das Klavier, das ist jetzt hier wieder ausgestiegen, aber wir haben dann Shaker dabei. Ja, die sind relativ leise im Vergleich zu der restlichen Percussion, aber da einfach ein bisschen höhere Frequenz dann eben auch noch reinzubringen. Und dann haben wir natürlich den Chor hier eben, wo jetzt, ja, Moment, eben auch noch ein bisschen Rhythmus mit drin hat, wenn wir da mal reinhören. Genau, und um da ein bisschen mehr Dynamik eben reinzubringen, habe ich die Noten dann teilweise natürlich, also hier zum Beispiel, nicht auf den ersten Schlag gesetzt. Also der erste Schlag von dem Takt wäre ja hier. Und um da einfach ein bisschen mehr Schwung in die ganze Sache reinzubringen, habe ich dann eben hier das um einen Ton im Prinzip versetzt nach hinten dann eben erst gesetzt. Also ja, mit dem Ton auf dem ersten Schlag hat sich ein bisschen langweilig angehört, fand ich. Und deshalb habe ich das dann eben hier und an anderen Stellen eben auch gemacht. Also hier sieht man es jetzt auch. Und genau, einfach diesen Vorantreibenden im Rhythmus dann eben hier drin, um ja einfach vorwärts zu kommen sozusagen. Und dann haben wir hier noch eine E-Gitarre habe ich jetzt hier noch mit eingebaut. Genau, die spielt ja einfach die Grundnoten von den Akkorden, beziehungsweise geht mit dem Bass mit. Und ja, ich finde, das macht's nochmal, das mache ich nicht immer, aber bei solchen Stücken, wo es halt dann schön episch wird, da mache ich das ganz gerne, weil das bringt halt immer nochmal ein bisschen mehr Grit in die ganze Sache dann eben auch rein. Und dann haben wir hier noch, gut, Alias singt jetzt ja auch noch ein bisschen mit. Ja, da geht es einfach nur um den Raum. Also die singen dieselbe Melodie wie die Hörner und da einfach noch ein bisschen Raum nach hinten eben auch dann zu bekommen. Genau, so viel dazu. Und dann haben wir hier die Woodwinds, also die Woodwinds und die Strings, die spielen eben wieder Ostinati durch. Oh, da ist jetzt noch Eddie auch noch mit dabei. Genau, die machen das hier und dann eben die Strings machen was Ähnliches. Können wir uns auch mal zusammen anhören und das nochmal einblenden.
Genau, das so viel dazu. Und da habe ich eben hier auch im Bass haben wir einerseits diese langgezogenen Noten, die eben auch noch eine Oktave tiefer spielen. Das ist wieder vom Patch eben so, ja, also das Patch spielt diese Note und die Note eine Oktave tiefer, also die wird dann von den Bässen gespielt. Und dann haben wir eben auch noch diese Staccato, um einfach noch ein bisschen, genau, den Rhythmus auch noch hier drin zu haben. Und hier haben wir eben genau diese Lauten, die wieder im Prinzip die Akkorde, also die Akkordnoten versetzt spielen im Vergleich zu den hohen Streichern. Und hier eben diese aufsteigende Pattern und in der Mitte haben wir eben ja, durchgezogene Pedalnoten, um ja, da einfach ein bisschen Variation noch mit drin zu haben. Genau, und das geht dann eben auch durch nachher dann im großen Finale, da klingt es dann eben auch ähnlich. Können wir jetzt eigentlich auch direkt anhören. Genau. Da spielen eben auch dann die Celli. Das sind die Celli hier an der Stelle. Spielen da schon in einer relativ hohen Oktave, also für ihre Verhältnisse, sag ich mal. Und die sind da eben auch dann mit den Hörnern wieder gelayert. Also dass wir hier eben gute Power auf der Melodie dann eben haben. Und ja, hier einfach diese Ostinato von den hohen Strings werden dann hier einfach weitergespielt. Genau, so viel dazu. Und jetzt also bei den anderen Instrumenten habe ich jetzt nur mal diese ja, Hinleitung zum Finale besprochen. Also da ändert sich allerdings auch nicht viel. Also bei den Posaunen, die gehen dann im Prinzip ein bisschen tiefer im Register. Also hier vorhin waren sie hier im Prinzip hier oben. Und jetzt dann im großen Finale, das denke ich, startet dann ab hier. Genau, da habe ich dann eben auch, bin ich hier auf 3 Stimmen dann umgestiegen, um dann nochmal ein bisschen mehr Power ja, im unteren Register dann eben auch zu haben. Und die haben dann eben auch noch einen Rhythmus eben mit drin, um das Ganze eben, ja, gut voranzutreiben. Also das ist auch das ähnliche Prinzip wie beim Chor, was ich vorhin gemeint habe. Also es ist auch wieder versetzt. Also wir haben ja nicht die Note auf dem ersten Schlag von dem Takt, sondern hier eben auch wieder erst auf dem zweiten Schlag. Hier eben auch, da auch. Und hier spielen sie dann eben noch so ein kleines Pattern dazwischen, um eben in den nächsten Takt dann auch zügig zu kommen. Wenn ich das Genau, also ich habe die Artikulation im Prinzip immer gelayert und hier an der Stelle, da sind es halt einfach kürzere Noten, um ein bisschen mehr Schmackes reinzubekommen. So, und dann haben wir hier eben auch noch die Chimbassi eben noch dabei. Genau, um das nochmal ein bisschen epischer zu machen. Und ja, Hörner ändern sich nicht viel, die spielen ja weiter die Melodie an der Stelle. Okay, die spielen ein bisschen andere Melodie als die Celli tatsächlich. Da habe ich gedacht, wenn ich die Hörner im Prinzip so umändere, dass sie noch diese Note, also das D, noch in den nächsten Takt mitnehmen, dann hört sich einfach noch mal ein bisschen epischer an, weil am Anfang hatte ich im Prinzip das E, ähm, hatte ich das einen Takt, also hatte ich das hier am Anfang. Und da habe ich dann gedacht, das hört sich ein bisschen zu langweilig an. Ich kann es ja mal gerade so spielen. Kann man machen, funktioniert bestimmt auch an manchen Stellen, nur ich fand es dann hier an der Stelle ein bisschen besser, das dann hier eben so zu machen, also mit dem D, das eben noch übernommen wird.
Genau, also fand ich besser. Und das habe ich dann eben nachher hier hinten dann, glaube ich, auch nochmal gemacht. Genau, also hier ist es dann wieder ein ähnliches Pattern. Genau, also das habe ich nochmal extra nachträglich angepasst, um es nochmal ein bisschen epischer zu machen. So. Und ja gut, Percussion, die rastet jetzt hier dann an der Stelle richtig aus. Man hört da, glaube ich, fast auch, ja, man hört die Hörner schon fast nicht mehr vor lauter Percussion. Genau, also da haben eben auch die hohen Sticks dann eben hier noch mit drin an der Stelle, die hier ein relativ schnelles Pattern eben auch spielen. Genau, und ich habe hier die Low Drums dann nochmal ein bisschen extra gemacht, um das nochmal ein bisschen ja, geordneter hier zu haben in dem, ja, in der MIDI-Auswahl. Ja, also die spielen natürlich nicht so ein schnelles Pattern, das hatte ich, glaube ich, schon erklärt, wie die Sticks oben. Also wenn ich das jetzt, also dieses Pattern wie die Sticks, also im Prinzip durchgezogene 16. Noten daneben spielen wird, dann wird man hier das Low-End eigentlich ja, also wird man wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig hören, was da dann abgeht. Und dann haben wir hier eben noch das Snare-Ensemble noch mit drinnen. Genau, um noch mal ein bisschen mehr hohe Frequenz dann eben auch reinzubringen. Und natürlich vor dem Finale dann wieder die Rolls noch mit drinnen. Und die Cymbal Swells. Und die Harfe, gut, die hört man jetzt auch nicht mehr, aber die spielt hier ein sehr, sehr schnelles Pattern. Genau, die spielt das hier und dann haben wir hier noch die Cellist. Gut, die hört man wahrscheinlich, ja, die hört man definitiv nicht mehr. Ja, es geht einfach nur ein bisschen um das Texture noch. Und den Mark Tree, der ist auch noch drin. Genau, also hier geht es mir eigentlich immer nur um die hohen Frequenzen, die diese Instrumente dann immer ja, mit einem sehr schönen Charakter eben dann auch reinbringen. Und die Shaker. Genau, das und diese Crystals, die haben wir eben auch noch mit drinnen. Genau. Oh, hoppla. Das waren jetzt alle wieder. So, genau, an der Stelle haben wir dann eben den Chor auch noch. Genau, also ja, die singen einfach auch nur die Melodie mit und singen dann eben auch noch die Basslinie hier an der Stelle. Und eben die Melodie ja in 2 Oktaven, also Männer und Frauen. Und ja, einfach auch relativ simpel. Dann hatte ich ja noch ein paar Soundeffekte noch mit eingebaut. Hab gedacht, ja, um noch mal ein bisschen mehr Schmackes dazu zu bekommen. Ja, und auch ein bisschen Kontrast zu schaffen, einfach um das Stereo-Image noch mal ein bisschen, ja, bisschen mehr auszunutzen, weil wir haben ja die ganzen Instrumente, die schon relativ eher weit hinten hocken. Und das ist im Prinzip ein Sound, der halt eigentlich fast gar kein Reverb hat. Und ja, um da einfach ein bisschen diesen Bereich vom Stereo-Image dann eben auch noch, beziehungsweise von der
ja, von der Tiefe vom Stereo-Image dann eben auch noch auszunutzen, habe ich die jetzt hier eben auch noch mit reingemacht. Und es hat schon einen kleinen Unterschied gemacht, wenn man die rausgenommen hat. Ich kann sie ja mal rausnehmen. Nochmal raus. Nochmal rein. Ja, also, das macht einen kleinen rhythmischen Unterschied, finde ich. Und deshalb habe ich dann eben mit drin gelassen. Und da haben wir dann eben auch noch so ein Arpeggio-Synth eben auch noch mit drinnen. Der spielt, glaube ich, was ähnliches wie die Harfe. Genau, das kann man sehr gut machen mit denen. Und ja, spielt ein bisschen das mittlere Register, um dann ein bisschen Wärme noch reinzubekommen. Und hier habe ich dann eben auch noch einen anderen Synth mit drin. Ja, der ist von Vital. Da hatte ich mir ein bisschen was zusammengebaut. Ja, hatte ich da so ein paar Pulsweitenmodulationen eben mit drin, dann mit einem Filter. Genau, und der Filter passt sich dann eben so an. Und dann bekommt man eben diesen Sound dann eben raus. Genau, das ist das. Und die E-Gitarre, die spielt dann eben auch die Basslinie wieder mit einem gewissen Rhythmus eben auch mit. Beziehungsweise nicht die Basslinie, sondern eher so das Register von die spielt einfach mit den Posaunen dann eben auch mit der oberen Stimme. Und ja, Flöte haben wir jetzt auch noch dabei. Okay, ja, die geht auch mehr oder weniger unter. Da geht es einfach noch auch eher um das Texture. Die hört man nicht mehr großartig. Und ja, das war es dann eigentlich für diesen Teil dann auch schon. Dann können wir noch den letzten Teil angucken, der auch wieder sehr spärlich besetzt ist, sag ich mal. Da haben wir dann natürlich die Crystals wieder dabei, dann ganz zum Schluss. Und genau die sind da ein bisschen prominenter als davor, weil natürlich er nicht mehr so viel spielt. Und das Klavier, das hier eben dann eben auch wieder diese Melodie hat. Ja, er wiederholt einfach nochmal die Melodie von davor. Und die Harfe habe ich dann noch eingebaut, um so einen kleinen Akzent zu setzen. Genau, man hört es auf der linken Seite ein bisschen. Ja, genau. Und ähm, die Celeste spielt, glaube ich, an der Stelle auch noch mit. Ja, also auch wieder sehr, sehr leise. Also am prominentesten ist natürlich das Klavier und der Chor, beziehungsweise der Chor singt hier, glaube ich, nur noch der Fantasy Orchestra Chor singt hier noch ein O. Ein, genau, also auch wieder sehr, sehr leise, beziehungsweise kein O, sondern ein U eher, also ein Doppel-O. Und die Merit Solveig singt hier auch wieder. Genau, eben diese Melodie. Ich glaube, die hört man sogar auch ein bisschen. Und dann haben wir hier wieder diese CSS Harmonics. Diesmal nicht in so einem hohen Register, sondern eher im unteren Register, dass das nicht zu distracting eben dann eben auch ist. Und dann noch diese Drohne wieder, die man wahrscheinlich wieder
kaum hört, kann man gucken. Ja, es ist sehr, sehr leicht. Also, es ist schon schwierig. Also, man hört es, glaube ich, mit den Kopfhörern, die ich habe, da hört man es ein bisschen, aber wahrscheinlich ja, auf normalen Wiedergabegeräten wird man das wahrscheinlich, kaum hören, beziehungsweise, ja, man braucht schon 'ne Wiedergabemedium, das halt auch diese tiefen Frequenzen eben dann im Bereich, ja, so bei 50 Hertz eben auch abdecken kann. Aber man hat es eben auch gesehen, also, wir haben hier schon einen leichten Sound eben drin und genau, das fand ich dann eben auch immer sehr passend. Ja, und, das war's jetzt eigentlich auch schon. Also, wie gesagt, letzter Teil war dann also dieser Teil hier, sehr, sehr spärlich besetzt. Aber ja, ich wollte es halt einfach dann zum Schluss dann, auch wieder zurückführen auf den Anfang, weil am Anfang haben wir im Prinzip ja auch dieses Text schon eben, wie ich es jetzt hier wieder, verwendet habe, also mit leichten Chor und Klavier. Und genau, das war's dann. Jetzt können wir's noch mal komplett also nicht das komplette Stück, sondern diesen letzten Teil dann noch mal anhören und, ja, dann kann ich noch ein paar Worte sagen. Genau. Okay, das war, zu spät. Wollten hier einsteigen? Moment. Ah, hier. Ich glaube, hier an der Stelle. Ja, und das war's dann auch schon. Also, dann noch mal danke fürs Zuhören und ich hoffe, diese, ja, 3 kleinen Tutorials, haben euch gefallen und vielleicht hat's dem anderen ja auch dem einen oder anderen 'n bisschen was gebracht. Und, genau, wenn ihr Anmerkungen oder Feedback habt, dann gerne in die Kommentare und, wenn ihr das Stück ohne, Audioaussetzer hören wollt, den es jetzt hier gerade wieder gab, dann, könnt ihr das gerne auf dem YouTube-Kanal oder, gibt es ja auch auf Spotify den Track inzwischen. Und ja, genau, dann macht's gut und bleibt auf jeden Fall gesund. Es sind ja sehr, sehr viele Leute krank in letzter Zeit. Also macht's gut. Ciao.